Fuffi-Alarm. Geil. Ja, top. Kann man mal so machen, oder? Schöner Einstieg. Ja. Moin Leute, mein Name ist Dani Radmacher, Geschäftsführer bei Carplon Steckel. Die meisten kennen mich von meinen Videos oder unseren Videos unter dem Namen Danny. Ich bin hier mit Patrick Gorissen an einem uns doch recht gut bekannten Vereinssee hier bei uns in der Nähe. Wir haben uns die aktuelle Situation mit dem nagelneuen RT7 mal zum Anlass genommen, mal ein kleines Session-Video zu drehen, parallel auch direkt ein Vorstellungsvideo vom RT7. Wir haben hier einen geilen Einstand liegen, den zeigen wir euch gleich. Unser Kameramann Sydney ist auch am Start. Ja, wir hoffen, das Video wird euch gefallen. Wir geben alles diese Session. Wie ihr sehen könnt, hier liegt das dicke Geschenk. Paddy und ich sind over the moon, wir kommen gar nicht mehr klar. Leider war Sydney 1-2 Stunden zu spät, beziehungsweise wir haben 1-2 Stunden vorher schon mal angefangen. Wir konnten es nicht mehr aushalten, wir mussten die Routen im Wasser haben. Und hier ist das erste Prachtstück. Patrick hat auch schon einen auf die Matte gelegt. Wir kommen hier gar nicht mehr klar. Da ist der Einstand von dieser Session. Ist das unglaublich oder was? Super geiler Fisch. Fast ein Halbzeiler, einfach schönes Teil. Der bringt auch ein paar Kilos auf die Waage, 20 plus. Mehr braucht man nicht zu sagen. Schickes Teil. So kann es weitergehen. Paddy Mann. Hoppala. So. Ja. So geil. Kann so weitergehen, oder? Läuft. Wie ihr gerade sehen konntet, Danny, mein Spannmann, der hat schon richtig einen vorgelegt. Also der Fisch hat alle Erwartungen schon mehr als übertroffen. Kurz nach Danny konnte ich meinen ersten Fisch auch schon verhaften. Also mehr könnten wir oder konnten wir uns eigentlich gar nicht wünschen für die ersten paar Stunden Fischen. Wir haben unsere Routen gerade direkt wieder mit unserem Futterboot rausgebracht. Wir hoffen, die weitere Nacht wird uns noch den einen oder anderen schönen Fisch bringen. Ich versuche euch den Kameraden jetzt hier mal eben zu zeigen. Eine Angelsession kann einfach schlechter beginnen. Wie gesagt, Routen liegen wieder an ihren Plätzen, die auch schon Fisch gebracht haben. Und jetzt warten wir einfach mal, was in der Nacht noch passiert. Wir sehen uns morgen früh und dann gehen wir näher auf die Vorgehensweise und auf unser RT7, was wir euch hier natürlich unbedingt vorstellen wollen, weiter ein. Ja, bis morgen früh. Gerade die Route abgelegt, kann nicht sein, Stunde später. Ja, wieder dieselbe Route, also wir verstehen es nicht, mitten auf der Bank, 2,70 Meter, Wahnsinn. Wir verstehen auch nicht, woran es liegt. Wir haben eine Route daneben liegen, 4-5 Meter daneben, vielleicht einen halben Meter tiefer, da tut sich nichts. Sind wir mal gespannt, was jetzt bei rumkommt. Ich hoffe kein guter, ich gönne dem Guten, den nächsten Guten auf jeden Fall, dem Patrick. Aber am Ende ist es ein Teamangeln hier, also das sind unsere Fische, alles cool. Ist ja aber auch an der Oberfläche was, ne? Ja, eben. Ja, cool. So, der kleine Racker. Normalerweise erwartet man den ja genau, wenn man gerade im Schlafsack liegt. Hier hatten wir das große Glück. Wir sind noch nicht drin. Darf der Kleine auch wieder schwimmen. Auf dass seine Eltern oder auch gerne die Großeltern vorbeikommen. So, Schatzimann. Auf in die Freiheit. Nach dem dicken Bescheid. Geil. Ready? Ready? Eng. Komm.
Ja, wie ihr sehen könnt, totale Eskalation am Arbeitsplatz. Gerade hat Danny seinen Fisch zurückgesetzt, wirklich keine 2 Sekunden später. Ja, und die nächste Route ist abgelaufen. Mal gucken, was da dran hängt. Geil. Du kannst gerne weitergehen. Gerade noch das Rig kontrolliert. Unglaublich. Das Ergebnis des Laufes, den ihr gerade gesehen habt. Ein kleiner Störenfried hat sich den Futterplatz einverleibt. Auch das gehört hier zum Geschäft dazu. Aber Hauptsache Action auf dem Futterplatz. Und wo die sind die Karpfen nicht weit. Die Routen werden jetzt wieder rausgebracht. Und dann gucken wir, was noch die Nacht über passiert. Der geht jetzt erstmal wieder zurück. Und wir sehen uns. Cheerio. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, die erfolgreiche Nacht ist gerade vorübergegangen. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt, ich glaube, irgendwie 7 Uhr gerade. Die ersten Sonnenstrahlen gingen gerade hoch und mit wurden wir wieder von dem super geilen Wecker, den jeden Karpfenangler liebt, aus dem Bettchen geholt. Und der Fisch, der dabei rausgekommen ist, also wir sind beide sprachlos. Also wie gesagt, man erhofft sich ja immer viel, aber das, was wir jetzt hier erleben durften in den ersten paar Stunden Angeln, also wie gesagt, wir sind ja jetzt noch nicht hier tagelang unterwegs, ist einfach unfassbar. Der Kollege hier, der Top
quasi schon wieder fast alles. So geil. Über 20 Kilo. Unfassbar. So darf es gerne weitergehen. Geil. Geiler geht fast nicht. Oh, da, die läuft. Gerade noch gesagt, so darf es weitergehen. Und dann geht es tatsächlich so weiter. Unglaublich. Wie es gerade diese Nacht so häufig war. Wir wollten euch gerade oder haben euch gerade hier den Fisch präsentiert und mit lief im Hintergrund die Route ab. Danny ist gerade fleißig dabei, den Fisch noch auszudrillen. Ich zeige euch den hier nochmal. Was für ein geiler Fisch, ey. Wahnsinn. Two-Tone, Riesenschädel. Super geil. Unglaublich, direkt der nächste. Gerade noch den schönen Fisch vom Paddy abgefilmt. Währenddessen pfeift die Route. Unglaublich, was hier gerade abgeht. Mega geil. Hier ist der kleine Störenfried, der uns gerade bei unserem Interview unterbrochen hat. Ich werde den Burschen mal releasen, dann bringen wir schnell die Routen raus und dann schauen wir mal, dass Patrick euch endlich auch mal ein paar Details zu dem Gewässer erzählt, an dem wir uns hier gerade befinden. Und ja, hoffen wir mal, dass es weitergeht. Schauen wir mal. Kleine Plauze. So, da darf er wieder schwimmen. Wir befischen bei dieser Session ein ca. 28 Hektar großes Baggerloch. Ist komplett im Laufe der Zeit renaturiert. Er hat eine wunderschöne Umgebung. Also hier ist nicht so dieses stupide, ja, diese Abbauoptik, sage ich mal. Der See verfügt über eine maximale Wassertiefe von ca. 20 Metern, hat halt aufgrund der Abbauarbeiten auch extreme Abbruchkanten. Wir finden hier Plateaus vor, wir haben sämtliche Wassertiefen, wir haben riesige Krautfelder, wo natürliche Nahrung natürlich im Überfluss vorhanden ist. Der eigentliche Verein hat Vereinsboote auch hier am See, die dürfen aber in erster Linie von den Spinnfischern genutzt werden, weil aufgrund der Uferbeschaffenheit ist es für einen Karpfenangler eigentlich relativ uninteressant. Das Boot darf halt nicht näher wie 50 Meter ans Ufer rangefahren werden. Und genau da haben wir halt mit unserem RT7 momentan sind wir ganz, ganz weit vorne, weil wir jede Bank wirklich, die wir befischen dürfen, aufs Kleinste genau. Wir können in die kleinsten Krautfelder, wir können wirklich überall genau an die Kanten und so dran fischen. Ja, und alles Weitere zu den einzelnen Features, was das Boot wirklich selber ausmacht, im Unterschied zu dem Vorgänger, dem RT4, wird Danny euch im Folgenden noch erklären. Und ich denke, ihr werdet absolut geflasht sein, weil wir waren es auch. Dahinter, da ist diese ganz kleine, zeige ich dir jetzt, diese ganz kleine, aber mich wundert immer noch, dass hier oben gar nichts geht. Naja, aber ich denke mal, die sind halt wirklich von hier hinten, weißt du, was wir gesehen haben, ne, dass die hier so in dem, ne, und die kommen mit Sicherheit von irgendwo hier, ne, und machen, dass die wirklich vielleicht von hier, ne, dann so rum und dann bei dir auf das Plateau oder so, ne, dass die halt hier einfach so eine Kurve dann schwimmen. Ja, gerade beim Rausfahren der Route, wie du hier siehst, ne, wir sind halt gerade genau die Kante hochgefahren auf das Plateau, haben direkt einen Fisch gesehen.
haben dann natürlich direkt die Route dahin gelegen. Das Geile an dem Echo ist halt wirklich, man sieht knallhart, dass das Blei genau dorthin gefallen ist, wo wir es halt auch haben wollten. Das Futter sehen wir hier auch noch rieseln. Geiler geht's einfach nicht. Wer die mittlerweile knapp 15-jährige Firmengeschichte der Firma Carplanche mitverfolgt hat, weiß, dass wir immer für den Einsatz modernster Technologien stehen. Sei es einst die Einführung des Autopiloten, aktuell die wirklich rasante Entwicklung der funkübertragenen Echolote für Futterboote. Wir stehen halt generell für den Einsatz von Technik, die aber auch für jedermann bedienbar sein muss, kompakt sein muss, smart sein muss und einfach die Zeit, die kostbare Zeit am Wasser möglichst effektiv zu gestalten. Gerade in der heutigen Zeit sind technologische Entwicklungen einfach so rasant. Da sind wir mit der bisherigen Technik einfach an eine Grenze gestoßen, an denen wir diese Neuerungen nicht mehr weiter verfolgen konnten. Weshalb wir uns an einen runden Tisch gesetzt haben, ein komplett neues Konzept ins Leben gerufen haben, um eben dieser zukünftigen Entwicklung einfach Einhalt zu gebieten und für Eventualitäten, die auch noch kommen werden, einfach eine Plattform zu haben. Und das ist genau das, unser RT7. Auf den ersten Blick fällt beim RT7 natürlich das neue, markante, moderne Design auf. Dies gekürt von neuen Cree Power LEDs, nicht mehr die Verwendung, wie es früher beim RT4 oder auch beim RT3 war, dass wir hier auf LED setzen. Dort war man natürlich auch beschränkt in der Beleuchtungsstärke. Man hatte nicht die Möglichkeit, diese Farben zu individualisieren. Man musste sich auf eine Farbe festlegen. Mittlerweile mit der Cree LED Power haben wir halt die Möglichkeit, aus 16 Millionen Farben auszuwählen. So habt ihr natürlich auch mit den 14 auswählbaren Lackierungsdesigns die Möglichkeit, euer Futterboot genau nach eurem Geschmack, nach euren Bedürfnissen anzupassen. Richtig cooles Feature für Angeln an Hindernissen, überhängende Bäume, Inseln sind die High Power Cree LEDs vorne am Boot. Damit macht ihr wirklich die dunkelste Nacht zum hellsten Tag, wenn man es braucht. Super nices Feature zu haben. Thema Unterrumpf, hier hat sich nicht so viel getan. Never touch a running system war hier die Devise. Wir haben nach wie vor unsere zwei verschiedenen Motoren. Einmal die Launoise-Motoren für eher kleinere Gewässer und ja, wo halt nicht mit richtig Wind und Wellen zu kämpfen ist. Oder halt natürlich unsere High-End Power Brushless Motoren. Die sind halt wirklich von Vorteil auf großen offenen Gewässern mit Wind und Wellen oder wenn es mal wirklich auf Range geht, um halt schneller am Punkt zu sein. Richtig cooles Feature finde ich hier auch noch die Antennentechnik. Hier hat sich natürlich auch eine Menge getan. Wir haben hier kleine, kurze Antennen. Die kleine Antenne kommt hier auf 500 Meter mit dem Autopiloten. Wir haben hinten fürs Echolot eine kleine, coole Sharkfin- oder Haifisch-Antenne. Die finde ich besonders interessant, weil oft 99% unserer Kunden, so wie auch ich und wir Jungs hier, wir packen unser Rig von unten rein. Jeder kennt es, im Dunkeln alleine mal rumgehampelt, Schnur um die Antenne verwickelt, Boot fährt los. Das kann hier nicht mehr passieren. Die Schnur gleitet über die Antenne hinweg. Das Resultat aus 4 Jahren Entwicklung ist natürlich nicht nur die Optik. Auch im Inneren hat sich, wie einst erwähnt, eine Menge getan. Durch das neue Multibus-System, eine komplett andere Technologie, haben wir die Möglichkeit, auch kommende Ideen einfach in die Tat umzusetzen mit dem Multibus-System. Bestes Beispiel hier, einst hatten wir einen Anschluss für eine Schnecke, wir hatten einen für eine Kamera. Mittlerweile ist es egal, wir haben 2 Anschlüsse vorne an dem Boot. Ob ihr eine Kamera steckt, eine Spirale steckt oder was auch immer noch so kommen mag. Das Boot erkennt direkt diese Techniken, die App stellt sich sofort darauf ein. Das Boot erkennt, okay, jetzt nutze ich eine Kamera. In eurer App wird euch entsprechend direkt das Menü für die Bedienung der Kamera eingeblendet. Und das ist das, was das RT7 nicht rein optisch, sondern vom Inneren her revolutionär macht, warum wir dieses Konzept auch von null aufziehen mussten. Einfach eine komplett andere Elektronik, die zukunftssicher ist und alle Möglichkeiten noch offen hält, was auch immer noch kommen mag. Hören wir endlich auf, um den heißen Brei zu reden. Das Herzstück, was sicherlich allen direkt ins Auge fällt, wenn man sich das neue RT7 betrachtet, ist natürlich der All-in-One-Controller. Der macht das Leben mit einem Futterboot deutlich einfacher. Vorbei die Zeiten mit Tablet hier, Transmitterbox da, 17 Geräte laden, Antennen schrauben hier, welche Antennen wo. Alles einfach in einem Gerät, ein Gerät laden, alles dabei. Man braucht nur noch seinen Controller, sein Futterboot, wer mag noch ein Stativ, das war's. Bei der Entwicklung des All-in-One-Controllers stand für uns wirklich einfach im Vordergrund weg von diesen Multigeräten. Hier haben wir wirklich einfach das Konzept verfolgt. Wir wollen einen
haptisch einfaches Gerät, was gut in der Hand liegt, einfache Bedienbarkeit und das ist uns hiermit meiner Meinung nach mehr als gelungen. Ihr habt eine ausklappbare Antenne, ihr braucht nichts mehr Schrauben an Antennen, keine separaten Antennen irgendwo im Rucksack rumfliegen. Wir haben ein eigens entwickeltes Tablet. Diese Tablet-Unit kann aus dem Controller herausgezogen werden. Hat den Vorteil, wenn ihr doch mal im starken Regen angelt, ihr nutzt dann den Controller einfach auf einem Stativ, so wie eure Transmitterbox vorher. Nehmt euer Tablet mit ins Zelt, könnt es trockenen Fußes bedienen. Wir haben dort auch nochmal extrem Wert drauf gelegt. Auch der Grund, warum wir uns für eine Entwicklung des eigenen Tablets entschieden haben. Die Samsung-Tablets, die wir einst verwendet haben, kamen halt einfach tagsüber von der Helligkeit an ihre Grenzen. Gerade im Sonnenschein werden einige von euch kennen. Man hat nichts mehr gesehen, spiegelnde Tablet-Oberfläche. Diese ganzen Probleme haben wir in unserem eigenen Tablet optimal umgesetzt. Wir haben eine Helligkeit selbst in purem Sonnenschein. Ihr seht alles auf eurer App. Wir haben ein leicht satinmattes Glas verwendet, sodass ihr keine Spiegelung mehr habt. Einfach benutzerfreundlich, outdoor-tauglich. Natürlich ist das komplette Gerät wasserdicht, heißt ihr könnt es auch wirklich im Regen stehen lassen. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Wir haben interne Akkus, geladen wird es je nach Ladegerät innerhalb von 3 Stunden. Hält am Stück 24 Stunden Dauerbetrieb. Das ist schon wirklich eine Ansage, mit der man auch wirklich outdoor mal was reißen kann. Wir haben eine intuitive Benutzeroberfläche. Wir haben auf den ersten Blick erstmal sehr verwirrend anmutende Knöpfe. Vertraut mir, es ist in dem Tablet immer eine Anleitung hinterlegt und ihr habt vor allem auch einen Overview, welcher Knopf steht wofür. Wir haben eine relativ clevere Vorbelegung dieser Tasten vorgenommen. Ihr könnt euch aber auch hier wieder das Individualisierungskonzept, wie das beim Boot mit den Farben, mit dem Design ist, könnt ihr entsprechend hier den Controller komplett auf euch münzen. Ihr könnt jeden Knopf belegen, wie ihr das möchtet, sodass ihr das Boot und den Controller am Ende so verwendet, wie ihr das möchtet. Und das ist halt auch Hauptaugenmerk beim gesamten RT7-Konzept. Individualisierung, jeder so, wie er das Ding am Ende auch benutzt. Natürlich haben wir bei all der Kompaktheit des Gerätes immer noch das Hauptaugenmerk darauf gelegt, die Nutzung, so wie ihr es bereits von der V4 kennt, auch gegeben zu haben. Ihr habt nach wie vor eure Echolot-Ansichten, ihr habt euren Autopiloten, natürlich die Möglichkeit in dieser Kombination auch das Mapping zu machen. Wie Patrick und ich es jetzt bei der Session hier auch gemacht haben, wir kommen an einem See an, was passiert als allererstes, wie ich es immer prophezeie und auch immer wirklich lebe. Wir wollen uns erstmal einen Überblick verschaffen über die Stelle, wo wir gerade fischen können und auch dürfen. Das Beste, was ich hier anbiete, ist wirklich eben den Autopiloten starten, das mal mit Mapping-Raster abzustecken, Boot rein. Das Boot sammelt die Daten, ihr baut in der Zeit eben euer Tackle auf. Wenn ihr fertig seid, ist euer Boot fertig und ihr habt direkt eine 3D-Karte. Auf das Thema gehen wir aber jetzt mal genauer ein. Wie versprochen, Thema Mapping jetzt mal ein bisschen detaillierter. Wir hatten die coole Situation, dass Patrick jetzt auch endlich sein lang ersehntes RT7 in Empfang nehmen durfte. Ja, und Patrick kommt halt von einem RT4 V3. Da sind natürlich mittlerweile Quantensprünge, Welten dazwischen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, mir ist der See ja relativ bekannt, ich weiß hier, wo es ist. Und habe dann einfach die Zeit genutzt, um Patrick mal sein neues Boot zu zeigen. Und halt vor allem das Thema Mapping auch mal wirklich, wie man es mit dieser neuen, modernen, kompakten Technik, wie schnell man sich hier mal orientieren kann. Ja, erzähl mal, wie war dein Eindruck im Vergleich zu V3? Ja, V3, wie gesagt, meine Angelei war eigentlich auf dem V3 abgestimmt und ich war mir auf felsenfest sicher, dass ich das so beherrsche und dass ich halt an jedem See wirklich damit klarkomme und auch immer Erfolg damit hatte. Aber wo wir jetzt halt den Schritt quasi zum RT7 gemacht haben, beziehungsweise wo ich es jetzt ja von dir gezeigt bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also hätte ich vorher nie gedacht, also es ist halt wirklich wie Trabi und Ferrari fahren, ne? Also man kann es halt nicht beschreiben, wenn man es halt selber vielleicht vorher nicht gemacht hat, wenn man jetzt halt vielleicht vorher keinen V3 gehabt hat und jetzt in der glücklichen Position ist, direkt zu einem RT7 zu steigen, ne, kommt einem der Quantensprung vielleicht nicht so vor, wie es mir jetzt vorkommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also unbeschreiblich. Ich finde, schneller kann man es einfach nicht machen, ne? Wir haben ja, wie gesagt, habe ich dir ja auch direkt von Anfang an gesagt,
Für mich ist Mapping immer in 3 Stufen. Ne? Wir kommen an, du siehst ja, wir haben hier eine relativ große Wasserfläche. Ne? Was haben wir gemacht? Erstmal ein ganz grobes Raster abgesteckt. Ich weiß ja, wo hier was ist. Wir haben trotzdem ein ganzes Areal in ganz grobem Raster, um einfach erstmal Meter zu machen. In der Zeit haben wir hier eben unsere Zelte, unser Lager aufgebaut, alles cool. So, dann haben wir das Bötchen in Empfang genommen. Ich habe dem Patrick gezeigt, okay, pass auf, hier ist die Karte, wie gehen wir weiter vor? Dann hat sich halt direkt herausgestellt durch diese grobe Karte, da hinten ist irgendwie eine Untiefe, da ist eine Untiefe, das gucken wir uns mal genauer an. Darum, um diese dann direkt ersichtlichen, doch interessanteren Stellen, haben wir dann nochmal ein feineres Raster jeweils gezogen und haben uns dann diese interessanten Stellen, wie gesagt, wir reden hier von Tiefen drumherum bis 20 Meter, da angeln wir um die Jahreszeit nicht. Na, und die Stellen haben wir uns dann natürlich mit einem feineren Raster nochmal genauer angeguckt. Ja, was ist am Ende bei resultiert? 2 richtig geile Sandbänke. Ne? Wie gesagt, mir waren sie bekannt, aber mir war es wichtig, dass du halt einfach siehst oder dass man auch versteht. Viele gehen hin und machen erstmal vor dem Riesenareal so eine detaillierte Karte. Ist Quatsch. Einfach erstmal grob für eine grobe Orientierung die Stellen, die interessant sind, cool. Und 3. Stufe haben wir ja dann gemeinsam gemacht. Wenn man dann die feinere Karte hat, man sieht, okay, da sind 2 schöne Bänke, dann ist das sehende Auge Thema Echolot. Spotsuche, einfach drüber fahren, direkt die Punkte speichern und einfacher, schneller und geiler kann man keine coolen Spots finden. Ja, definitiv. Und am Ende des Tages hat es ja auch wirklich sofort zum Erfolg geführt, wo wir die Fische gesehen haben. Ne, durch dieses Detaillierte, was wir halt sehen konnten. An der Bank ist ein Ausläufer nach hinten. So, ne, wir haben gesagt, okay, die Fische springen hinter der Bank. Wir haben halt den hinteren Ausläufer genommen. Ja, und wie ihr sehen konntet, hat halt funktioniert. Aus dem Stegreif funktioniert. Wie gesagt, die Burschen springen hier nicht in den Kescher, weil du so ein Ding vorm Zelt stehen hast, aber das ist halt immer das, was ich sage. Wenn man das Ding beherrschen kann, bedienen kann, was mittlerweile durch diese Kompaktheit, durch die intuitive App so einfach geworden ist, ne, dann bringt es einfach Vorteile, in kurzer Zeit sich einen Überblick zu verschaffen, der im Vergleich zu früher mit der Markerroute einfach, das sind Welten. Na, und wenn ich das halt, ich vergleiche das auch immer mit damals, wenn ich hier so die V2, so hier zum Beispiel, damals der Autopilot noch, da musste noch ein Laptop mit an See nehmen, das mit einem Cat5-Kabel anschließen, hier noch, da noch. Da kann ich auch die Leute verstehen, die dann so ein bisschen so pauschal sagen, das Thema Futterboot ist aber nichts für mich, weil die Leute trauen sich nicht daran. Manche wollen sich dann auch die Blöße nicht geben, was ich komplett nachvollziehen kann. Ich bin komplett ehrlich zu dir. V2 mit Laptop und Tralala hatte ich auch nie Bock drauf. Aber es ist mittlerweile du hast 2 Geräte, dein AIO, dein Boot, du machst 4 Punkte, dein Boot macht eine Karte fertig. Ne? Und das schreckt viele Leute halt auch einfach nicht mehr so ab, was das Thema Futterboot angeht. Ja, und was halt der Einfachheit halber auch noch zu erwähnen ist, ne, dass ja wirklich jeder Punkt detailliert beschrieben ist. Ne? Also jeder Punkt, der in der App nachher irgendwo ist, wo man sich nicht sicher ist, man klickt drauf und man hat immer die Beschreibung daneben. Also man kann jetzt nicht irgendwo draufklicken und löscht nachher alles quasi, ne? Weil halt alles immer beschrieben ist. Ne? Überleg mal, das grobe Raster, ich habe es gemacht, du hast dir angeguckt, wie es geht. Das feine Raster hast du schon selber gemacht. Ne? Weil es einfach intuitiv ist und das ist halt wirklich das Geile. Sowohl vom wie soll ich sagen, vom Transportmaß oder von dem, was man halt so mitschleppen muss, mega einfach, nicht mehr welche Antenne kommt wohin, du kannst nichts mehr vertauschen. Und diese Einfachheit in der Bedienung, das in Kombination, das ist einfach die neue Welt RT7. Das ist einfach unschlagbar. Ja. Nee, schön, freue ich mich, dass dir dein neues Bötchen dann anscheinend zu gefallen scheint. Ja. Dann würde ich sagen, Lirum Larum, ne? Wir haben auf jeden Fall hier schon gut rasiert, wir hoffen, dass es so weitergeht und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage noch bringen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Der eigentliche Weg, wie wir jetzt an den Punkt auch gekommen sind, wir haben jetzt die erstellte Karte uns angeguckt, haben halt wirklich durch dieses Raster, was sich erstellt hat, konnten wir genau sehen, alles klar, an der linken Kante ist dementsprechend halt
ja, ein relativ großes Plateau, was seicht nachher noch mal abläuft. Und die Einfachheit an der ganzen Sache ist einfach, durch langes Drücken auf der Karte erstellt sich automatisch der Punkt. Ihr benennt den Punkt einfach und dann ist im Endeffekt nachher nur noch wirklich ein reines Antippen, dahin fahren. So, und dann läuft die ganze Sache. Und wenn das Boot dann circa da angekommen ist, dann habt ihr halt die Option, über das eigentliche Echolot nochmal fein zu justieren, weil da ist jetzt der Fall eingetreten, wir haben da vorne ein Krautfeld und wir haben dahinter ein Krautfeld und wir wollen halt jetzt genau in diese Straße rein, die halt um die Bank nachher rumläuft. So, aber aufgrund des Echolots stellt da kommt das Grau? Genau, stellt das halt null Problem dar. Ne? Also es ist halt mal eben noch ein Feinjustieren, aber wie man hier sehen kann, ist es halt null Problem. Leider passiert auch das, ja, mal schön Run gehabt, hat sich dann am Ende als Fallbiss rausgestellt, dann doch angeschlagen, leider ins Leere. Passiert auch, aber dann das Gute, kurz den Controller, der den ganzen Abend im Regen stand und durchgehalten hat, Bötchen angemacht. Jetzt fahren wir die Route noch mal eben raus mit dem Autopiloten, kein Stress, 2 Minuten liegen wir wieder im Schlafsäckchen und alles wird gut. Mal schauen, was die Nacht noch bringt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Schönen guten Morgen zusammen. Nachdem wir gestern noch mal die Routen neu rausgefahren haben, hatten wir relativ schnell im Anschluss daran einen erneuten Take. Das haben wir uns zum Anlass genommen, die Futtertaktik ein bisschen zu ändern, dahingehend, dass wir jetzt regelmäßig kleine Futtermengen einbringen, aber halt weit verteilt mit der Futterschnecke. Wir haben halt einfach festgestellt, also wirklich regelmäßig, wir machen jetzt immer so in 2–2,5 Stunden Abstand immer mal 2–3 Hände Futter da rein. Da haben wir festgestellt, dass sobald neues Futter rieselt, meistens innerhalb von einer halben Stunde, dann die Routen auch wirklich wieder ablaufen. Dadurch haben wir jetzt hier einen kleinen schönen Schuppi nochmal gefangen und den richtigen Fisch, den zeigt der Paddy euch gleich. Ich zeige euch mal eben den kleinen Goldbarren hier. Erste Schuppi für die Session, auch verrückt für diesen See. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auch über die kleinen. Hier ist der kleine Schatzemann.
Und der darf natürlich jetzt auch wieder schwimmen. Und wie gesagt, freut euch auf den Fisch von Paddy. Da hat er mal wieder richtig gezeigt, was er kann, der Schlawiner. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, die Futterumstellung ist voll aufgegangen. Danny hat euch ja gerade schon seinen kleinen Goldbarren präsentiert. Und ich hatte das unverschämte Glück, ja, noch einen richtig geilen Fisch fangen zu dürfen. Ein Spiegler, ja, einfach der Wahnsinn. Also die Futtertaktik, die Umstellung ist mehr als aufgegangen. Wie wir vorgegangen sind, was wir geändert haben, zeigen wir euch gleich im Anschluss. Ich versuche euch den Fisch jetzt einfach mal zu präsentieren. Beim Thema Futter sind wir eigentlich in erster Linie auf den Wissensstand von Danny zurückgegangen. Wir konnten halt aus seinen vorigen Sessions, die er hier am Gewässer abhalten durfte und konnte, feststellen oder erfahren, dass hier auch ein sehr großer Weißfischbestand vorherrscht. Also wir sprechen hier wirklich über Rotaugen, teilweise bis zu 40 cm. Wir haben Brassen, wir haben teilweise auch Störe hier drin. Und deswegen sind wir gerade bei dem Futter dahingehend gegangen. Wir haben uns ja, zum Starten einfach mal eine kleine Menge Partikel auch mit eingepackt, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal neue Spots befischen. Wir wollen halt einfach mal einen anderen Weg einschlagen, um gerade diese Plätze dann zu aktivieren. Haben wir mal eine Kelle Partikel mit da reingetan, um einfach auch die Weißfische auf dem Futterplatz, ja, zum Fressen zu animieren und das vielleicht umliegende Karpfen, die irgendwo um die Bänke im Freiwasser rumschwimmen, durch dieses Aufgewühlte, durch diese Action von den Weißfischen einfach auf unsere Köder aufmerksam werden. Nachdem wir die ersten Läufe dann auch erhalten haben, sind wir eigentlich dann auch wieder davon weggegangen und haben ja einen bestehenden Boilie-Mix verwendet, der aber in erster Linie wirklich ab 24 mm aufwärts sich bewegt. Also Danny hat so seine 2, 3 Lieblingsköder. Ich habe meine mitgebracht und wir haben einfach gesagt, um eine Vielfalt an Fischen auch ansprechen zu können, wir nehmen uns ein Bag, hauen alle Boilies da rein, verschiedene Größen, verschiedene Durchmesser, verschiedene Geschmacksrichtungen, von fischig über süß-fischig, haben wir halt alles einmal in einen Topf geworfen und sind dann wirklich hingegangen, nach den ersten Takes, die wir erhalten haben, haben in der rechten Futterklappe, wo unsere Montage auch platziert ist, eine Handvoll Futter gemacht und sind dann gerade mit der Futterschnecke, die haben wir dann halt ein bisschen mehr befüllt, und haben uns dann nachher wirklich dieses Raster auf den Bänken oder an den Kanten, wo wir dann auch gelegen haben, haben wir uns per Tiefenkarte haben wir uns ein Raster erstellt und haben das Futterboot halt in diesem Raster mit der Futterschnecke laufen lassen, sodass wir halt wirklich Spuren gefüttert haben. An der Kante wirklich mal von unten nach oben, auf einem Plateau, einfach mal so das komplette Plateau, dass die Fische, sobald die auf unsere Plätze gestoßen sind, halt nicht so dieses stupide, da liegt jetzt ein Häufchen Futter, sondern wir wollten einfach die Fische zum Fressen animieren und durch die Futterschnecke, durch dieses großflächige Verteilen einfach die Fische über einen längeren Zeitraum an unserem Platz auch halten zu können. Ja, die ganze Strategie, wie ihr sehen konntet, ist bis dato mehr als aufgegangen. Also wir haben wirklich geile Fische gefangen, große Fische gefangen.
Jetzt gestern sind wir dazu übergegangen, war eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall. Wir haben dann Richtung Nachmittag nochmal eine Route neu gefahren, haben halt auch gleiche Vorgehensweise, Route abgelegt mit der Futterspirale, ne, schön großflächig über die Route nochmal drüber verteilt und hatten wieder erwartend innerhalb von einer Stunde, anderthalb würde ich mal sagen, direkt einen Lauf. So, und dann haben wir gesagt, okay, kann halt jetzt Zufall sein, ne, der Fisch ist gerade halt da vorbeigezogen oder so. Und dann sind wir nachher hingegangen und sind einfach mal Single, haben beide Futterschnecken ins Boot reingetan und sind alle Futterplätze nochmal abgefahren. Schön, ne, so gut voll gemacht und sind dann wirklich von Platz zu Platz und haben dann einfach, ne, überall mal so eine Runde drüber gedreht. Und siehe da, ne, wir kriegten halt wirklich relativ zeitnah, immer nachdem wir da drüber gefahren sind, auch die Läufe. So, und diese ganze Umstellung haben wir uns natürlich dann zunutze gemacht und sind dann danach übergegangen und haben alle, ich würde mal tippen, so 2,5 Stunden, einfach Futterboot, die Schnecken rein, schön nochmal beladen, alle Plätze abgefahren. Und man kann halt ganz deutlich oder man konnte deutlich merken, dass immer, wenn frisches Futter wirklich auf die Plätze gerieselt ist, es halt nicht lange gedauert hat, bis irgendeine Route abgelaufen ist. So, und das ist halt eigentlich so der gravierendste Unterschied, der jetzt zu Beginn der Session bis jetzt, wo wir uns gerade aktuell befinden, den wir vorgenommen haben. Aber wie gesagt, mehr als erfolgreich, und ich denke mal, wenn wir diesen Plan jetzt beibehalten, wird bestimmt noch der eine oder andere geile Fisch vorbeischauen. Eine uns häufig gestellte Frage, gerade auf Messen, wenn man mal mit den Kunden mal in Kontakt kommt direkt, ist das Thema Rigs im Futterboot. Meiner Meinung nach, und ich habe viel in den vergangenen Jahren auch mit der Unterwasserkamera gearbeitet, finde ich einen Kombi-Rig immer noch ziemlich geil. Ich nutze das Ganze gerne auch, dafür werde ich nicht bezahlt, mit dem Korda Center of Gravity. Ich lege das Blei entsprechend immer ganz hinten, also von unten in die Futterluke. Sind wir ehrlich, machen eigentlich 99% unserer Kunden so. Lege das von unten rein, lege das Blei entsprechend hinten ans Boot in die Futterluke, strecke mein Rig, packe meine Köder drauf und fertig ist die Laube. Ich verspreche mir davon, und wie gesagt, das haben die Unterwasservideos halt auch entsprechend gezeigt, Folgendes. Wenn ich die Luke jetzt öffne, ich bin der Typ, ich lasse dann halt, wenn ich genau auf dem Futterplatz, sprich da, wo mein Futter aus dem Boot auch runterrieseln soll, wenn ich genau da drauf liegen möchte, lasse ich die Schnur so locker, wie es irgendwie geht. Das heißt, das Blei geht immer voran, durch den Wasserwiderstand des Boilies wird entsprechend das Rig und das Blei so fallen. Auf dem Boden angekommen, kippt sich das Rig in irgendeine entsprechende Richtung immer weit weg vom Blei. Man hat durch das Kombi-Rig meines Wissens oder meiner Erfahrung nach einfach auch noch den Vorteil, man hat diesen Stiff-Anteil, der dafür sorgt, dass das Rig entsprechend weggedrückt wird vom Blei, und hat hier vorne, das ist für mich vom Kopf her, einfach diesen flexiblen Part, der Haken kann sich vernünftig drehen. Aus Gründen der Bequemlichkeit bin ich aktuell viel mit Bait Screws unterwegs. Das kann aber jeder selber für sich wissen. Wie gesagt, ein Kombi-Rig kann man auch mit dem Hair fischen etc. Das ist für mich so die Montage der Wahl. Witzigerweise, wie das halt so häufig ist, das Thema Schnur beim Absinken straff halten oder eben auch locker lassen, hatte ich eine lustige Diskussion mit dem Patrick. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, wenn ich jetzt wirklich zentral in den Boilies, die ich auch in der Futterluke habe, liegen möchte, dann lasse ich halt wirklich die Schnur so locker wie möglich. Mein Blei fällt einfach runter, gar kein Problem. Rig streckt sich, liegt genau in den Boilies. Da haben wir ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Das Thema, ich möchte jetzt zum Beispiel neben dem Futterplatz liegen, dann kann ich halt überlegen, je früher ich die Schnur stramm halte, umso mehr kommt mein Rig natürlich auf Spannung und wird natürlich entsprechend der Wassertiefe immer ein bisschen Richtung Route gezogen und liegt dann mit ein bisschen Erfahrungswert mal einen halben Meter, mal einen Meter, mal 2 Meter, je nachdem welche Wassertiefe und wie früh ich stramm halte, halt nicht mehr zentral im gefütterten Spot, sondern auch mal nebenan. Ist eine coole Sache, muss man sich ein bisschen rantasten und ein bisschen Gefühl für entwickeln, aber dadurch hat man halt mit dem Futterboot auch die Möglichkeit, nicht immer nur zentral in den gefütterten Boilies zu angeln.
Speziell jetzt hier bei der Session haben wir halt die Erfahrung gemacht, dass zentral platzierte Köder relativ schlechter fangen im Vergleich zu wirklich, wenn wir die Schnur kurz, 1 Meter, wir machen immer so 1 Meter, bevor es im Endeffekt am Boden ankommt, halten wir kurz den Finger auf den Spulenkopf, straffen so die Schnur. Das Blei, sprich die Montage, wird auch noch mal ein bisschen mehr gestreckt und liegt dann halt ja nicht sehr zentral auf dem Spot. Zusätzlich dazu hat sich hier einfach jetzt im Laufe dieser mittlerweile 3 Tage gezeigt, dass austarierte Bodenköder, sprich Wafter, hier sehr gut funktionieren. Mittlerweile auch ein paar Routen mal auf Poppy probiert, die laufen auch ganz cool. Dahingehend Bodenköder bisher, also Sinker, normale Futterboilies, haben wir jetzt noch nicht so cool mitgefangen. Das ist der Grund, warum wir halt entsprechend auf Wafter oder Poppys übergegangen sind. Moin Moin zusammen. Ja,
Heute durften wir leider mal eine Stunde länger ausschlafen. Die Umstellung von unserer Strategie mit einfach mal ein bisschen mehr Futter verteilen hat leider nicht so funktioniert, wie wir es uns am Ende hätten erhofft. Ja, auf den Punkt gebracht, heute Nacht ist gar nichts passiert. Wir sind aber trotzdem immer noch guter Dinge. Also ich war heute Morgen noch relativ früh wach. Es liegt eigentlich immer in meinem Naturell, allein arbeitsbedingt, dass ich immer relativ früh auch wach werde. Und die Fische haben sich also auch definitiv in unserem Areal hier gezeigt. Und wir denken und hoffen einfach, dass die eingebrachte Futtermenge ja jetzt so die Fische erstmal ein bisschen auf Abstand gehalten haben. Aber gerade jetzt, wenn das Futter halt einfach mal anfängt zu wirken, wenn die Boilies auch mal wirklich einen Tag im Wasser gelegen haben, ein bisschen weicher werden und, dass jetzt wirklich der kommende Tag bzw. die kommende Nacht ja noch den einen oder anderen Fisch uns bringen wird, weil wie gesagt, also ich konnte wirklich diverse Fische hier im ganzen Areal, an dem Plateau, an den Kanten, konnte ich wirklich lokalisieren durch Springen. Ja, und wir sind einfach gespannt, werden uns jetzt erstmal einen Kaffee gönnen, nochmal den Lageplan besprechen, vielleicht nochmal die ein oder andere Route mit wenig Futter nochmal neu fahren auf die Futterplätze von gestern halt und dann einfach hoffen, dass der Tag bzw. die Nacht noch den einen oder anderen guten Fisch bringen für uns. Wie bereits vorhin angesprochen, die Nacht war komplett ereignislos. Unsere Strategie mit mehr Futter ist komplett in die Hose gegangen, auf gut Deutsch gesagt. Bei unserer täglichen Routine, uns einfach hier auch wirklich das Gewässer anzuschauen, aktiv nach Fischen auch Ausschau zu halten, ist uns gerade halt eine Ecke aufgefallen, die auch gerade nicht beangelt wird. So, und wir haben uns jetzt einfach für den harten, aber dennoch steinigen Weg entschieden. Wir werden jetzt mal kurz entschlossen abtackeln, einmal wieder alles auftackeln. Ja, einmal witzigerweise, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, einmal alles um den See, einmal komplett rumschleppen. Aber ganz ehrlich, kennt ihr selber, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Manchmal muss man auch mal in den dunklen, sauren Apfel beißen. Aber was, wie gesagt, heute Morgen, wir saßen hier, haben die Fische da springen gesehen die ganze Zeit. Und wir haben jetzt halt noch 24 Stunden wirklich akute Angelzeit vor uns und die wollen wir halt wirklich so effektiv wie möglich nutzen. So, und klar kann man jetzt sagen, wir haben coole Fische gefangen, wir haben schöne Fische, große Fische, so, aber wir wollen halt wirklich die Angelzeit so effektiv wie möglich nutzen. So, und da sehen wir halt gerade wirklich den einzigsten Ausweg. Einmal nochmal Arschbacken zusammenkneifen. Ja. Und wenn die Fische nicht zu uns kommen, kommen wir zu den Fischen. Schauen wir mal, kann jetzt auch ganz übel in die Hose gehen, kennt jeder. Moven ist oft belohnt, aber leider nicht so, dass einem dann die Fische in den Kescher springen. Wir vermuten aber, dass das der bessere Weg ist und wenn nicht, haben wir wenigstens was für eine Figur getan. Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall. Wir hoffen, wir sehen uns gleich vor der Kamera. Ja. Männer, bis später. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna climb. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up, 'cause I'm falling down now. Won't be good enough. I miss it. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all deep into you might just shatter now. You're scared of time. Gotta beat the clock now. It's all up to pride. Tough luck, babe. Struck out when you had about 30 chances. One bad day. Now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry. Da,
Wir hatten ja die Idee, ja, an die Stelle zu gehen, an der wir jetzt wirklich seit heute Morgen und auch gestern und vorgestern schon die ganzen Fische haben springen sehen. Ja, haben uns jetzt halt den Aufwand gemacht, haben alles abgetackelt, alles in die Karren gepackt, sind gerade rumgefahren. Ja, wie es der Zufall so will, 10 Minuten vor uns ist halt hier ein Vereinskamerad aufgeschlagen und angelt jetzt halt genau an der Stelle. Und da gibt es halt Regel Nummer 1, wie immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ja, deshalb haben wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen die andere Bucht hier angeguckt, haben auch direkt prompt richtig schöne Fische hier unten im flachen, im seichten Bereich gesehen. Wir sehen auch die ganze Zeit Riesengraser, schöne Spiegler haben wir 2 Stück gesehen, die auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, so weit über die 15 Kilo waren. Jetzt haben wir uns gerade nochmal vorne eine neue Stelle angeguckt, von der wir dann halt auch in ein paar Himmelsrichtungen fischen können, weil es halt eine Landzunge ist in dem Sinne. Und da werden wir jetzt hingehen, können somit halt diverse Gewässerteile befischen und ja, dann schauen wir mal, was die Nacht passiert. Ne? Aber wenn ich so da runter gucke, denke ich, da könnte eine Menge passieren. Das sieht richtig, richtig cool aus. Da ist auch ein richtig dicker Spiegler dabei. Sind die auch alle am Fressen. Naja, die sind alle schön mit den Köpfen auf dem Boden. Also wir sind hier wirklich guter Dinge. Ja, Versuch macht klug, letzte Nacht, wir geben alles und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja, da vorne der Fleck, der ist noch. Can you feel it? Can you feel the thunder? Can you feel the love? It's coming through the walls and all the hearts are lighting up. Colors that bring you back to life. Dreaming inside a disco night. All my worries are gone. On and on. Watching the stars collide into the ceiling. Heartbreak high is just a feeling. Baseline blue making you wanna move. Gerade an der Stelle angekommen. Wir haben uns jetzt erstmal einen groben Überblick hier verschafft. Der Wind steht schön hier auch in die Bucht rein. Und ich habe schon ein sehr, sehr gutes Gefühl aufgrund der Fische, die wir sehen konnten, dass da der ein oder andere uns die Mühen dann am Ende doch noch auszahlt. Forget all your troubles and all your other lovers. Tonight let's have a ball 'cause all the hearts are lighting up. Colors that bring you back to life. Dreaming inside a disco night. All my worries are gone. On and on. Watching the stars collide into the ceiling. Heartbreak high is just a feeling. Baseline blue making you wanna move. Watching the light place, I wanna believe it. Heartbreak high is just a feeling. Zur finalen Lokalisierung der Stellen, die wir gerade vom Gegenüber gefunden haben, wo wir die Fische haben fressen sehen, nutzen wir jetzt einen ja, nahezu fertigen Prototypen unserer neuen Winchcam. Die hat die Besonderheit im Vergleich zu den Kameras vorher, dass wir aufgrund des Drucks, der in dem Kopf der Kamera gemessen wird, direkt auf dem Bildschirm die Tiefe sehen. Das heißt, je weiter wir runtergehen, umso höher wird der Wasserdruck und das rechnet die Kamera direkt eben aus und auf dem Bildschirm sieht man direkt die Tiefe. Finde ich mega praktisch. Zusätzlich haben wir die Tiefe, man sieht halt entsprechend auf dem Echolot-Bild, sieht man auch den Kamerakopf, kann entsprechend dann auch die Tiefe halt dort auch nochmal sehen, wie tief befindet sich die Kamera auch unterm Boot. Eine mega geile, wirklich revolutionäre Geschichte ist die Temperaturmessung. Wir haben ja anhand des Echolotes die Möglichkeit, die Temperatur zu sehen, aber halt nur an der Oberfläche und dann steht euer Boot mal 3 Stunden in der Sonne, dann heizt sich der Geber im Inneren natürlich auf. Die Werte sind natürlich immer nur als Richtwerte zu sehen. Mit dieser Kamera haben wir die Möglichkeit, da sich ein Temperatursensor in dem Kamerakopf befindet, die Temperatur genau auf der Tiefe zu messen, auf der wir uns befinden. Wenn wir jetzt ein paar Bänke gerade im zeitigen Frühjahr oder gegen Herbst hin einfach mal Stellen finden wollen und auch wirklich mal die Temperatur auf der entsprechenden Tiefe mit einbeziehen wollen, ist das Ding der Gamechanger. Wie sieht das aus? Haben wir noch Fisch auf dem Buffet oder? Nee, nicht einen mehr. Ah, ein paar schicke Murmeln hin. Ja, du
kannst jetzt gerade auf mich zufahren. Ja, du willst aber auf den Noch was? Noch was? There's a greater city we have not seen. We're all waiting in the in-between. We're all seeking our homeland. We're all seeking our homeland. Ja. Eine davon scharf und Knoblauch. Welche denn? Ah, beide mit Doppelkäse? Ja, genau. Und eine von denen scharf Knoblauch. Ja, dann ist der Kollege um Viertel vor 11 ist der da, ja? I've been a traveler, my destination is unknown. I've been a traveler. I've been a foreigner with no place to call my own. I've been a foreigner. There's a greater city we have not seen. We're all waiting in the in-between. We're all seeking our homeland. 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 Unsere behaarten Freunde haben mir meine fertige Route, die ich schon da vorne hingelegt hatte, die wir jetzt eigentlich als letztes denn ins Rennen bringen wollten, ja, haben die mir mal eben mein Vorfach durchgebissen. Ne? Aber hilft ja alles nichts. Die Route muss ins Wasser, der Fisch muss raus. Deswegen Nicht dem Paddy verraten, das war ich mit der neuen Schere. Deswegen muss die Route jetzt einfach mal eben neu bestückt werden. Deswegen hasse ich Ratten, ey. Until we meet the fullness of eternity. Junge, 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 Junge. Wir moven mal eben Plan hat sich ein bisschen extended aus Versehen. War aber auch alles dabei über wirklich akribische Stellensuche. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den ganzen Rödel hier hingekarrt. Die Zelte stehen schön, die Routen liegen wirklich perfekt. Wir haben die Unterwasserkamera genutzt und die liegen wirklich on point. Ja, jetzt haben wir uns erstmal abschließend eine geile Pizza gegönnt. Die werden wir uns jetzt einverleiben und ich glaube, dann fallen wir alle völlig K.O. ins Bettchen. Und dann hoffen wir, dass der Schlaf nicht allzu lange dauert, weil das, was wir uns erhofft haben, muss auch wahr werden. Sonst hätte sich der Aufwand natürlich nicht gelohnt. Ja, wir lassen uns mal überraschen, was die Nacht so bringt. Lieber Gott, lass es bitte geschehen, dass noch einer läuft. Und danke auch dir auch einen guten Hunger. Und jetzt erstmal abschmatzen. Geil. Ja.
Klappe zu, ab für tot. Resümieren wir mal die Move-Action seit gestern. Wie so oft beim Angeln, machen uns beide oder alle nichts vor. Ja, war ein guter Versuch. Also wir haben Fische gesehen, wir haben wirklich Fische auf dem Boden fressen sehen. Haben da dann mit der Unterwasserkamera noch abgelegt, wirklich auf die hellen Stellen. Wir haben auf der Kamera das Rig genau in die Mitte fallen sehen von dem weißen Fleck. Ja. Kleine Handmurmeln drum, gar nicht viel Tamtam am Platz gemacht, um die Fische, die da waren, nicht zu verschrecken. Haben noch auf einer, wie gesagt, auf der Landzunge haben wir ja gefischt, haben auch noch mal andere Himmelsrichtungen befischt, auch immer gegen den Wind, mit dem Wind. Haben wirklich noch mal alles probiert. Ja. Ja, aber wie es denn halt am Ende so ist, ne? Teilweise wird man belohnt, teilweise wird man halt nicht belohnt. Wir sind halt leider jetzt mehr oder weniger nicht belohnt worden, aber wenn wir jetzt einfach mal ein Fazit unter diese ganze Session ziehen, ne, also die Fische, die wir fangen konnten, waren halt mega. Ne? Also hat halt jetzt, ne, der Umzug nicht mehr das gebracht, was wir haben wollten. Ne? Wir wollten ja wirklich noch mal in den Fisch rein, aber das Wetter hat uns halt jetzt auch echt komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Hätten wir jetzt heute Morgen schönen Sonnenschein gehabt, wäre die Situation vielleicht anders gewesen. Gerade mit den flachen Routen. Ja, ne? Ja. Nein, aber ich denke, alles in allem, wir haben einen schönen 25 Kilo Fisch zum Einstieg gefangen, 220, gute 20er noch dabei, na, ein paar kleine für den Spaß. Und einfach auch so diese ganzen Eindrücke jetzt mit dem RT7, ne, dass man einfach, wir haben so viel Zeit ja auch wirklich gehabt, um uns, ne, detailliert mal alles anzugucken und nach wie vor, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ne? Ja, und vor allem, wenn du halt auch bedenkst, ne, von der V3 kommen, ne, innerhalb von 2 Tagen hast du deine Routen selber rausgefahren, hast du alles einfach gesteuert, als jetzt würdest du schon immer einen RT7 haben. Ne? Ja. Und das ist halt das, womit wir ja auch werben, haben wir auch jetzt schon ein paar Mal gesagt, diese Einfachheit und halt wirklich diese Schlepperei fällt weg. Ja. Also ich denke, ja, war allein deshalb auch für dich ganz cool, das einfach auch wirklich selber mal zu sehen, weil erzählt ist immer schnell viel. Ne? Und ich denke, war auf jeden Fall ganz geil, das Ding hat geliefert. War eine komplett runde Sache. Wir haben geile Fische gefangen, wir haben RT7 quasi ne, bis ins Kleinste erleben dürfen. Ne? So, was will man mehr? Gut gegessen, gut getrunken, viel Spaß gehabt. Absolut. Ne? Eine coole Zeit gehabt am Wasser, was ja auch immer eigentlich so in meinen Augen der Haupttenor sein sollte. Ne, weil dieses ganze Verbissene oder so und ne, da sind wir ja beide gar keine Typen für. Ja, klar, da hat man trotzdem mal moved, ne? Ja. Irgendwo ist man auch zum Fischen da, aber ganz ehrlich, wir, ja auch heute Morgen, klar haben wir beide ein langes Gesicht gemacht, aber mein Gott, da haben wir uns noch ein bisschen drüber belustigt, kennt ihr doch selber, hat sich richtig gelohnt, der Aufwand, etc. Ja, mein Gott, gehört dazu, aber klar, der Spaß war da, mein Gott, bereuen tun wir nichts, die haben wir auch resümiert. So eine Aktion würden wir jederzeit wieder machen, weil die Zeichen standen einfach gut. Ja. So what, that's fishing, ne? So ist es. Man hätte die nicht genauer fahren können, als was wir am Ende gemacht haben. Ne? Also da wäre nur noch Endstufe Tauchen gewesen. Ja. Ne? So, und von daher können wir uns nichts vorwerfen. So, und wenn sie halt nicht wollen, wollen sie halt einfach nicht. Ne? Richtig. Da machst du dann halt einfach auch gar nichts. Ne? Anyway, ich bin trotzdem froh, dass wir den ganzen Rödel jetzt in der Karre haben. Ich glaube, nach 5 Tagen, auch mit dem Moven gestern, steckt uns natürlich jetzt alles schöne Dusche. Ja, endlich, geil. Und dann, ja, ist die nächste Session ja auch gar nicht mehr so weit hin. Ja, und dann werden wir sehen, wie die Reise weitergeht. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Auch dem Kameramann nochmal allergrößten Dank. Und ja, ich würde sagen... Ja, wir hoffen, euch hat der Film gefallen. Ja. Ne, ihr habt auch diverse Informationen mitnehmen können. Ja, und ich würde sagen... Bis zur nächsten Session. Bis zur nächsten Session. Wir sehen uns. Haut rein. Beinahe hätte ich es ganz vergessen. Ihr habt zum Ende dieses Videos nun die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen. Die Infos dazu findet ihr unten in den Kommentaren. Wie nehmt ihr daran teil? Ganz einfach. Liked dieses Video, haut uns mal einen Kommentar drunter, wie ist euer Ersteindruck vom RT7 und last but not least, bitte den Kanal abonnieren und dann nehmt ihr auf jeden Fall dran teil. Wir wünschen euch viel Spaß und vor allem ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns.